Die Makula, das ist quasi diese Stelle des scharfen Sehen. Was bedeutet Makuladegeneration für ältere Menschen? Ja, das ist die Nummer 1 Erblindungsursache. Das ist für mich keine Option mit Mitte 70, und das ist in circa 6 Jahren, dass ich so eine Operation, ich möchte alles tun, damit ich da dieses Problem nicht habe. Ja, hallo, ich grüße euch. Das ist hier jetzt Teil 2 nach dem ersten Video über Augengesundheit. Das ist gut angekommen. Ich möchte noch tiefer in das Thema eintauchen. Augenlicht ist wichtig. Das habe ich erkannt als Medizinstudent. Da hatte ich damals 4 Monate in einer Augenklinik gearbeitet als Student. Habe eine ganz schwere Augenentzündung bekommen, lag 2 Wochen im Dunkeln. Ich hatte Lichtblitze gehabt. Ich war wie blind für 2 Wochen. Und da habe ich gesehen, erlebt, wie wichtig Augenlicht ist. Und ich kann jetzt, also ich werde heute 69, mein Augenlicht ist mein Scharfsehen. Ich kann gestochen scharf sehen. Früher konnte ich das nicht. Das war immer ein bisschen verschwommen und auch Augenärzte hatten Probleme, auch die richtige Brille mich anzupassen. Gut, ich bin sehr stark kurzsichtig, aber auch das ist zurückgegangen und ich versuche mit Augenübungen und Augen-Yoga, also das ist, diese Übungen mache ich jeden Tag, kann ich nur empfehlen, aber was kann man noch zusätzlich tun? Also, so wie ich die Augenheilkunde wahrgenommen habe als Student und auch heute, die Augenärzte sind oft ein bisschen hilflos mit Ratschlägen. Wie kann ich zum Beispiel einfach diese Netzhaut, das ist ein Organ mit dem höchsten metabolischen Stoffwechsel, Intensität im Ganzen von allen Organen. Also es ist unglaublich, was da für Energie gebraucht wird oder umgesetzt wird. Und da brauchen wir natürlich die entsprechenden Nährstoffe. Und ich sehe immer wieder Patienten schon ab 60, ab 50 mit Augenproblemen und auch ein Patient nach der C-Impfung kam zu mir, so Mitte 60. Er hat eine Thrombose, eine Netzhautthrombose erlitten nach dieser Impfung und hat immer so einen grauen, praktisch grauen Fleck vor den Augen gesehen. Und das ist, also die Augenärzte haben ihm keine Hoffnung gegeben, dass es weggeht. Ich hatte einen solchen Fall nie behandelt, ich konnte ihnen auch keine Hoffnung geben. Aber ja, ich habe ihm gesagt, ja, möchten Sie einen Versuch starten mit dieser Wildkräuter-Vitalkosttherapie, Sprossenfermentsäfte, auch organischen Mineralien, Spurenelemente, auch aktivierten B-Vitamine und auch diese, also heimischen Wildkräutern, einschließlich auch Goji-Beeren, also laut TCM, chinesische Medizin, Nummer 1 für Augengesundheit. Deswegen habe ich hier Goji-Beeren mitgebracht. Und siehe da, er hat das wirklich umgesetzt. Gut, ich habe ihm ein paar Arzneimittel gegeben. Ich bin auch mit Einzelmittel Homöopathie unterwegs seit 45 Jahren heute. Ich fing damit an und im Jahr 1981, während meines Medizinstudiums. Und siehe da, nach einem Jahr sagte dieses graue Fleck, was er gesehen hat, war weg. Und auch die Blitze waren auch viel besser, also diese ganze entzündete Netzhaut hat sich stabilisiert. Er konnte wirklich scharf sehen und also wirklich perfekt sehen. Der Augenarzt war zufrieden und das war ein Happy End nach dieser unglücklichen Impfung. Ja,
Was müssen wir tun, um die Augensicht zu bessern? Nun, ich leite Ayurveda Panchakarma-Kuren seit über 35 Jahren. Und wichtig ist Entgiftung, Detox, den Magen-Darm-Trakt aufräumen, Schwermetalle wie Cadmium, Blei, Merkur, Arsen, Nickel wollen wir ausscheiden, wollen wir mobilisieren und ausscheiden. Da setzen wir unsere Niacin-Detox-Maßnahme und da habe ich ein Video gemacht. Manche kennen das und praktizieren das. Das ist eine Maßnahme, die ich 2 bis 3 Mal in der Woche mache. Und weil ich möchte nicht, dass diese Schwermetalle sich in den Linsen, meine Augenlinsen einlagern. Und diese Schwermetalle können auch Entzündungen, Oxidation, freie Radikale und auch Makulardegeneration begünstigen. Das heißt, wir möchten da aufräumen. Und ich esse zum Beispiel jeden Tag ein bisschen bitter Schokolade, 90% bitter Schokolade. Und wenn man Schoko isst, auch in Bioqualität, kann man davon ausgehen, dass Cadmium vorhanden ist. Wenn Sie Reis essen, auch Bio-Reis, haben Sie mit Arsen zu tun. Und Quecksilber, wenn Sie Fische essen, auch sogar Fische aus Süßwasserseen, nicht nur Meeresfische, sondern mittlerweile alle Fische enthalten Quecksilber. Und dann haben wir dann auch Glyphosat und auch diese für immer Chemikalien in der Erde. Und das heißt, wir haben eine toxische Belastung und das wollen wir minimieren, zum Beispiel mit Niacin-Detox. Glyphosat kann sich in die Netzhaut einlagern und das begünstigen, es gibt eine Studie, kann grauen Star begünstigen und auch Makulardegeneration. Was bedeutet Makulardegeneration für ältere Menschen? Ja, das ist die Nummer 1 Erblindungsursache bei älteren Menschen. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und wir möchten aufräumen, dieses Glyphosat wegräumen, weil laut Studien 100% aller Urinproben von Stadtbewohnern scheiden Glyphosat aus. Das heißt, quasi jeder ist verseucht mit Glyphosat. Es wird auf 40% der Ackerfläche quasi eingesetzt. Und auch die Deutsche Bahn spritzt alle Gleise ab in Deutschland. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Und weil wir haben circa zwischen 1 und 1,2 Millionen graue Star-Operationen. Und das macht die Augenheilkunde sehr gut. Die setzen dann diese künstliche Linsen ein und das machen sie sehr gut. Aber es gibt immer wieder Patienten auch, wo es nicht so gut klappt mit Nebenwirkungen. Und das ist für mich keine Option mit Mitte 70, und das ist in circa 6 Jahren, dass ich so eine Operation, ich möchte alles tun, damit ich da dieses Problem nicht habe. Und einschließlich Wildkräuter als Spende von Lutein und Zeaxanthin, die 2 wichtigsten Pigmente. Und warum sind die so wichtig? Also Lutein ist zum Beispiel ein Gelbpigment und auch Zeaxanthin ist ein anderes Pigment. Die braucht die Netzhaut und vor allem die Makula, das ist quasi diese Stelle des scharfen Sehen. Nicht? Dieser kleine Bereich auf der Netzhaut, wo wir scharf sehen, wichtig für Lesen und etc. Und damit zum Beispiel Blaulicht von Lichtern, gerade von Bildschirmen, und jeder hat einen Bildschirm vor den Augen heute, auch ich, ja. Um die Augen zu schützen, brauchen wir
Lutein und Zeaxanthin, das ist wie eine Sonnenbrille für dieses empfindliche Makula. Und das ist das Geheimnis. Was sind weitere gute Spende von Zeaxanthin? Goji-Beeren. Und auch Grünkohl, Mangold, Spinat. Darf man nicht unterschätzen. Exzellente Spende zum Beispiel von Lutein. Und ich esse jeden Tag morgens Kokosjoghurt mit meinen Nährhefeflocken und jeden Tag habe ich ungefähr 3 gehäufte Esslöffel Goji-Beeren und die geben mir wirklich Beerenkräfte. Es sind, glaube ich, die Beeren mit dem höchsten Eiweißgehalt und sehr viele Vorteile. Es gibt einen Grund, warum die Chinesen Goji-Beeren so viel Aufmerksamkeit geben und warum es so wichtig ist. Ja, natürlich die Wildkräuter und auch die Sprossenfermentsäfte. Also ich habe hier einen Sprossenfermentsaft, dieses Sediment, was hier unten angesammelt ist. Das sind die Sprossen. Also, und diese Sprossenfermentsäfte geben mir Beerenkräfte. Das ist jetzt 3/4 Liter, das trinke ich weg in einem Tag. Ich möchte das nicht missen, weil ich will mein Mikrobiom immer unterstützen und das ist mein Präbiotika. Also ich empfehle eigentlich nicht mehr diese ganzen, ich meine, man kann diese Präbiotika als Kapseln einnehmen und es gibt interessante Studien, dass sie vorteilhafte, aber es ist natürlich nicht jeder kann diese ganzen Sachen bezahlen und deswegen habe ich, den Eindruck, die Sprossenfermentsaft hat mehr Power, um einfach dieses ganze Mikrobiom zu optimieren, vor allem um auch die Darmwände abzudichten, damit, um das zu verhindern, dass pathologische Darmbakterien Zutritt in den Blutkreislauf bekommen. Also die Darmwände müssen dicht sein und wenn sie nicht dicht sind, dann können Bakterien und auch Fragmente, diese Fragmente heißen Lipopolysaccharide oder LPS-Toxine, die können praktisch in den Kreislauf gelangen und auch die Augen belasten. Nicht? Und es kommen so viele Patienten zu mir mit verschwommen Sehen und wo sie Probleme haben mit Brillen etc. und Lichtempfindlichkeit. Und das kann dann eben passieren. Nicht? Und das sollte man ernst nehmen, diese Symptome oder auch trockene Augen. Nicht? Und das ist wirklich cool. Oder auch, sie stehen auf und die Augen sind gerötet, ja, oder gelbstichig. Ja? Und das ist wirklich cool, weil ich sehe das. Wir können mit einfachen Maßnahmen, also wir können was tun, um das zu verhindern, zu stoppen. Und das beobachte ich seit 35 Jahren mit dieser Ayurveda Panchakarma-Kuren, gerade in Verbindung mit der Wildkräuter-Vitalkost, was ich glaube, wir sind die einzige Ayurveda-Zentrum weltweit, die diese Art von Bündelung von Maßnahmen, einschließlich Einzelmittel, Homöopathie, ayurvedischen Arzneimitteln, dann die heimischen Wildkräuter und auch Sprossenfermentsäfte, einschließlich traditionelle ayurvedische Ansätze. Und das sehen wir oft nach einer kurzen Ayurveda-Kur, 5 Tage Vorkur und dann 6 Tage Hauptkur. Wirklich, die Patienten berichten, sind überrascht, dass sie zum Beispiel die Farben viel besser sehen und einfach wirklich gestochen scharf sehen. Und wir beobachten das viele Jahre. Und damit, ich wollte Ihnen nur einfach das eben euch in Hoffnung geben, dass auch wenn Sie
jahrelang unter solchen Beschwerden gelitten haben. Es gibt eine Möglichkeit, dass diese Beschwerden zu verbessern mit einfachen Maßnahmen. Wer eine Panchakarma-Kur nicht machen kann, aus zeitlichen oder finanziellen Gründen, ich habe ein 5-tägiges Heilfastenverfahren für zu Hause in meinem Detox-Buch entwickelt. Und 5 Tage, und zwar, das ist wirklich eine Vorgehensweise, das ist jetzt nicht Wasserfasten, aber wir fasten mit täglich 5 oder 6 verschiedene Superfoods und Nährstoffe, um einfach, damit der Stoffwechsel schnell in diese Fettverbrennungsphase hineinkommen kann, um möglichst viele Toxine wegzuräumen. Das hat sich gut bewährt und das kann man auch machen, auch nebenbei. Also die meisten Patienten machen das nebenbei auch zu ihrer täglichen Routine oder neben der Arbeit. Und das hat sich gut bewährt, weil um die Autophagie anzukurbeln, was ist die Autophagie? Das ist die Straßenreinigung der Zellen und unerlässlich für Augengesundheit. Diese Autophagie ist wichtig, damit eben diese Toxine und diese toxischen Belastungen, freie Radikale, dass die weggeräumt werden. Und und da kann natürlich das Mikrobiom uns unterstützen. Und also das ist immer, was ich erzähle. Jede Therapie, egal ob das schulmedizinisch, TCM, Homöopathie, ist eine halbe Therapie, wenn man nichts tut für den Darm, für das Mikrobiom. Deswegen diesen Ansatz mit Wildkräutern, mit Sprossenfermentsäfte, so wichtig, so wertvoll. Oder ja. So, jetzt kommen wir zu Glaukom und grauer Star. Glaukom kann auch, das ist erhöhten Blutdruck, erhöhten Druck in den Augen, kann auch profitieren von Lutein und Zeaxanthin, diese 2 wichtigen Pigmenten. Und also im Prinzip all diese Maßnahmen können dafür helfen. Und das sehe ich auch in der Praxis, dass viele Patienten kommen weg von diesen Tropfen. Meistens sind diese Tropfen auf der Basis von Beta-Blocker, um den Druck in den Augen zu senken. Das habe ich schon erwähnt. Diese Pigmente wichtig, um Verschwommensehen zu verhindern und eben für dieses gestochen scharfes Sehen. Also ich bin begeistert, weil ich habe noch nie so, in den letzten 30 Jahren noch nie so scharf gesehen und einfach so eine Verbesserung zu erleben, das ist einfach eine tolle Erfahrung. Was ich nicht vergessen möchte, ist, ja, das will ich unbedingt erwähnen, weil auch organische Spurenelemente sind wichtig und ich habe schon mal über dieses Thema gesprochen, wie wichtig es gibt. Nicht nur 5 oder 10 Spurenelemente, es gibt 60 bis 70 seltene Erden, Lanthaniden und organischen Spurenelemente, die Enzyme brauchen für den Stoffwechsel, für das Immunsystem und auch für die Netzhaut. Und die wichtigsten Spurenelemente sind, Nummer 1 ist Zink. Und wenn Sie vegetarisch oder auch unterwegs sind oder vielleicht sind Sie sogar Veganer, so wie, also ich bin 99,5% vegan, mit wenigen Ausnahmen. Und was wir sehen bei Vegetariern, Zinkmangel. Ich gucke mal immer die Fingernägel an, starke Rillen, weißen Flecken, das ist alles, das sind Hinweise, Zinkmangel.
Und wir sehen auch Zinkmangel auch bei Patienten, die zu wenig Magensäure bilden. Das heißt, das Zink, auch wenn Sie Zinktabletten nehmen, es wird nicht richtig resorbiert. Und auch das kann ein Problem sein. Aber auch das kann man beheben, dieses Problem. Nicht nur Zink, sondern Selen, wichtig antioxidativ. Da brauchen Sie keine Kapseln, sondern ich würde jeden Tag 2 Paranüsse essen, die stammen aus dem Urwald, von Brasil, von Südamerika. Gute Selenspende. Natürlich Jod, mein altes Thema. Ich schätze, und ich zitiere hier den Dr. Brownstein, der hat geforscht mit Jod die letzten 30 Jahre. Er schätzt, dass 95% aller Amerikaner und wahrscheinlich alle Europäer leiden unter einem Jodmangel. Mangan und Magnesium, aber auch weitere Spurenelemente wichtig für diese Augenlicht. Und ich nehme jeden Tag 2 Esslöffel organischen Spurenelementen, ein Konzentrat, was quasi aus einem organischen, zugeschütteten Urwald, was entdeckt wurde in den USA. Und das ist eine gute Spende von diesen organischen Spurenelementen. Und ja, also letzte Woche bei dem ersten Video habe ich die Bedeutung von den Vitaminen, also gerade diesen metabolisch aktiven Vitaminen, aktivierten B-Vitaminen. Und Sie sehen, dann haben Sie einen wirklich sehr ganzheitlichen Ansatz, wie Sie Ihr Augenlicht verbessern können. Ich wäre sehr interessiert, wenn Sie, und ich wäre sehr dankbar, wenn Sie mich kontaktieren würden, wenn Sie gute Erfahrungen eben mit dieser Methode machen. Und ja, es ist heute der 7. Februar und ich habe die ersten Wildkräuter hier gepflückt. Es war wirklich eiskalter Winter. Und die Brennnesseln haben sich jetzt ein bisschen erholt. Die letzten 4-5 Tage war es so 4 oder 5 Grad hier am Starnberger See. Das ist hier Nelkenwurz, Agramonia, das ist eine Wildrose. Und die hat sich auch erholt und die kann man nehmen für Salate. Und da habe ich auch Studien entdeckt, dass dieses Kraut, Nelkenwurz, bei Parkinson helfen könnte. Und da wird hier studiert und geforscht. Und das hat mein alter Wildkräuterlehrer Sepp Ott hat mir schon vor 25 Jahren erzählt, wie wichtig dieses Kraut ist bei Krankheiten des Nervensystems und Gehirns. Und heute findet man diese Wildkräuter überall wachsen. Und der hat, welche Botschaft will die Natur uns geben? Ja, vielleicht brauchen wir alle Nelkenwurz, weil offensichtlich kann uns auch für die kognitive Wahrnehmung und vielleicht sogar für die Augengesundheit helfen. Da gibt es leider keine Studien, aber ich habe so den Eindruck, dass es nicht nur fürs Gehirn, sondern auch für die Augen auch helfen könnte. Ja, damit möchte ich mich von euch verabschieden und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.